Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir unsere Statement-Kette The Amy Necklace, das perfekte Projekt für zwischendurch oder den Feierabend. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Ja, trendige Mode lieben wir alle, aber lasst uns unsere Kleidung doch endlich wieder richtig wertschätzen. Unsere The Amy Necklace ist das perfekte DIY-Projekt für zwischendurch, denn in richtig kurzer Zeit haben wir eine tolle neue Kette, die alle Blicke auf sich zieht. Und das Beste, die Knotentechnik, die Makramee-Technik ist super einfach und wir benutzen 100% recycelte Baumwollgarne, die noch dazu so gut aussehen. Was ich außerdem liebe an der The Amy Necklace ist der hochwertige Magnetverschluss hinten, wahlweise in Silber oder Gold. Ist natürlich super cool, weil ich persönlich bei Karabinerhaken immer total die Krise bekomme und hier kann man es sich ganz einfach ummachen. The Amy Necklace gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im DIY mitbringen müsst, um euch coole Pieces wie dieses schaffen zu können. Denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, damit die fertige Amy Necklace entsteht. Ihr macht mir einfach immer direkt nach, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft es braucht, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die Juliana Matthäus The Amy Necklace DIY Modebox schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, schon da, in perfekter Menge und in super guter, nachhaltiger Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert auch unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns mal loslegen. Was wir heute brauchen, ist natürlich unser recyceltes Baumwoll-Makramee-Garn, genauso wie unsere Magnetverschlüsse. Dann benutze ich hier Heißkleber, weil es aber noch besser mit Sekundenkleber geht, habt ihr einen Sekundenkleber dabei. Und dann brauchen wir nur noch eine Stoffschere, ein Maßband oder Lineal und eine Pinzette. Wir nehmen uns dann als erstes einmal unsere Baumwollkordel und suchen uns einmal die Mitte. Dafür lege ich beide Enden aufeinander. Ziehe dann den Rest hier einmal so straff, dann zack, habe ich die Mitte gefunden und dort trennen wir uns das Garn einmal mit der Schere durch, sodass wir zwei gleich lange Stränge haben. So. Wir nehmen uns jetzt mal beide Kordeln parallel, sodass die Enden miteinander abschließen, legen sie uns einfach gerade und parallel auf den Tisch und messen jetzt die ersten 20 cm ab. Da möchten wir nämlich, dass unser erster Knoten beginnt. Das zeige ich euch jetzt ganz langsam. Wichtig ist, dass die Bänder auch während des Knotens die ganze Zeit parallel liegen. Und ich fange jetzt einmal an. Dafür lege ich mein Band hier einmal in einer Schlaufe, von oben nach unten. Lege dann die Enden über mein Band hier links, dann weiter links, unterhalb des Bandes entlang. Wir haben jetzt also bisher so eine 8 gebildet. Und dann nehme ich mir einmal die Enden und stecke sie hier von oben durch meine Schlaufe rechts. Ihr seht das, genau hier ziehe ich die Bänder durch, von oben nach unten, ziehe sie dann einmal lang und kann meinen Knoten dann langsam aber sicher festziehen. Dafür kontrolliere ich nochmal, ob der Knoten auch wirklich nach 20 cm da fest sitzt. Kann ihn ansonsten, wo der Knoten locker ist, ja aber auch noch ein bisschen hin und her positionieren. Und fange dann einfach an, hier rechts ein bisschen an meinem Knoten zu ziehen, damit er fest wird. Links auch. Und die ganze Zeit achte ich darauf, dass die Bänder weiterhin schön nebeneinander liegen. Denn wir möchten, dass der Knoten schön voluminös bleibt und nicht zu eng zusammengezogen wird. Ihr seht es hier bei mir, der Knoten ist nicht zu fest, nicht zu locker. Man kann immer noch ein bisschen nachjustieren und dann ist die erste Hälfte von unserer Knotung schon mal gemacht. Weiter geht's auf der rechten Seite, aber genau spiegelverkehrt. Ich zeige euch das wieder Schritt für Schritt. Hier fangen wir jetzt von rechts an, legen unser Garn einmal nach oben, unterhalb unserer linken Strecke durch, legen es dann nach oben über unser Band und dann von unten nach oben durch unsere Schlaufe hier rechts. Der Knoten sollte so aussehen. Guckt euch das nochmal gut an, macht es genauso nach. Dann kann nichts schief gehen. Ich halte mir das jetzt hier auch ein bisschen fest, während ich das festziehe, damit mir der Knoten nicht zu sehr
abhanden kommt nach rechts. Aber wie gesagt, ihr könnt den auch einfach hin und her schieben an die Position, wo ihr ihn braucht. Es nimmt auch schon richtig Form an. Ich finde das richtig cool. Liebe, dass das so schön gleichmäßig ist. Und wenn der Knoten noch ein bisschen weiter nach links soll, dann lockert euch einfach nochmal einen bestimmten Teil der Strecke und zieht dann nach, sodass das Ganze dann jetzt so aussieht. Ja, es sieht doch schon richtig aus wie eine Kette. Wenn ihr dazu Outfit-Kombinationen sehen möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, juliana-official, denn da gibt es täglich neue Inspirationen und natürlich auch noch viel mehr neue DIY- oder Näh-Kleidungsstücke oder Accessoires. Wir möchten natürlich auch, dass wir hier rechts noch 20 cm über haben, bevor wir unseren Verschluss anbringen. Und bei mir ist es ein Tucken weniger, deswegen lockere ich mir hier links nochmal etwas, schiebe die Knoten noch ein bisschen rüber. Ihr seht, es ist ganz einfach. Und dann bin ich schon gleich bereit für den Magnetverschluss. Ich mache ihn heute in Silber hier an meine Baby Blue Kette. Liebe Gold ja aber auch total. Und bin gespannt, welchen Verschluss ihr mit welcher Kordelfarbe kombiniert. So, wenn ich zufrieden bin mit meiner Knotung, dann messe ich hier noch einmal rechts ab, ob ich auch wirklich die 20 cm habe. Das passt jetzt perfekt. Und als nächstes werde ich einmal hier schauen, dass meine Bänder rechts und links auch gleich enden, also gleich lang sind. Dafür nehme ich mir dann einfach noch einmal die Schere und schneide dann das Ende, was vielleicht etwas länger ist als das andere, ein kleines Stückchen kürzer. Dann ist wirklich alles für die Verschlüsse vorbereitet. Wir können uns das schon mal richtig hinlegen, als sollte es um unseren Hals gehen. Und ich lege mir hier die Bänder einmal so ein bisschen aufeinander, damit ihr euch das gut vorstellen könnt. Denn beide Enden pro Seite schieben wir gleich mit unserer Pinzette in eine hohle Seite des Magnetverschlusses. Also diese beiden kommen in einen und diese beiden in einen. Dann können wir uns die Verschlüsse einmal nehmen. Ich mache mir den auseinander, lege einen dann erstmal zur Seite und fange hier dann an der rechten Seite einmal an mit meiner einen Kappe des Magnetverschlusses. Dafür könnt ihr euch jetzt einmal euren Sekundenkleber nehmen. Ich zeige das hier wie gesagt mit meiner Heißklebepistole. Nehme mir auch so ein Taschentuch dazu, damit mein Magnetverschluss nicht so heiß an meine Finger kommt. Könnt ihr aber auch für euren Sekundenkleber gut nehmen. Dann seid ihr vielleicht noch ein bisschen mehr geschützt. Und als nächstes füllen wir dann in unsere Kappe ein paar Tröpfchen von unserem Sekundenkleber. Das sollte bei euch richtig gut gehen, weil die Tube natürlich auch schön klein ist, das Ganze nicht warm wird und es ist dann einfach super, super easy. Ihr nehmt dann am besten einmal ein Ende mit eurer Pinzette. Ich nehme hier das innere Ende einmal und drückt das gut in den Kleber rein. So, stopft das da wirklich schön rein. Ruhig auch etwas an eine Seite. Denn daneben soll ja noch die zweite Kordel gleich gedrückt werden. So sieht das jetzt gerade aus. Und dann mache ich weiter mit der äußeren Kordel. Dafür nehme ich jetzt einmal schon mal meine Pinzette und greife damit die äußere Kordel, um das vorzubereiten, damit es gleich etwas schneller geht. Denn jetzt, wo eine Kordel schon in unserem Verschluss ist, wird es ein kleines Tucken friemeliger, aber auch nicht sehr. So geht es aber einfach schneller. Halte mir dann auch wieder meinen Magnetverschluss hier fest links, gehe dann mit dem Kleber in die Stelle, die ich mir eben freigehalten habe, wo noch Platz ist für die zweite Kordel. Nehme mir dann hier mit meiner Pinzette die Kordel und stopfe die da einfach rein, so dass das komplette offene Ende hier schön in dem Verschluss steckt. Ihr könnt es einfach so ein bisschen nach und nach da reinstopfen, sollte aber wirklich keine der ausgefransten Stellen mehr rausgucken. Wir möchten, dass alles schön säuberlich in dem Kleber sitzt. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt können wir uns auch die Bänder wieder schön parallel auf den Tisch legen. So. Das sieht schon richtig gut aus, denn so soll es natürlich auch am Hals dann liegen. Und genau das gleiche, was wir gerade gemacht haben, machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Dafür habe ich mir jetzt die andere Kappe von meinem Magnetverschluss genommen, fülle da wieder den Kleber rein, nehme mir dann wieder die erste Seite, fange hier auch wieder innen an, drücke die rein, bis sie schön fest drin sitzt, lasse mir wieder auf einer Seite Platz und dann kann ich das gleiche noch mit meinem letzten vierten Strang wiederholen.
Dafür bereite ich mir auch hier wieder mein äußeres Band einmal vor, indem ich schon mal mit der Pinzette aufnehme. Mache hier dann wieder ein wenig Platz für das Band, fülle anschließend wieder Kleber in die Lücke. So. Und drücke auch hier den Strang schön in unsere Magnetkuppe. Alle Enden stopfe ich hier schön rein. Nichts davon wird gleich noch sichtbar sein. Alles ist schön versteckt. Ja, und dann sieht das Ganze auch hier wieder so aus. Damit ist es vollbracht. Wir können die Kette schließen. Es ist wunderbar einfach. Ich liebe es einfach so total. Wünschte, jeder Schmuck von mir wäre mit Magnetverschlüssen gefertigt. Aber auch unsere Bestie Bracelets haben wir ja schon so angelegt. Und wem es Spaß gemacht hat, der sollte auf jeden Fall mal jetzt im Anschluss auf unserer Website www.julianamatheevs.com vorbeischauen und sich schon das nächste Projekt aussuchen. Alles ist super einfach und macht mega, mega viel Spaß. Fertig! Das ist unsere The Amy Necklace von heute in der Farbe Baby Blue. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich fand, es ging super, super schnell und trotzdem hat man so ein richtig cooles Piece, auf das bestimmt der ein oder andere mal in der Stadt angesprochen wird. Und wie cool ist es, wenn man dann einfach sagen kann, ich habe es selbst gemacht. Mich würde es mal mega interessieren, welche Farbe ihr heute gemacht habt. Teilt doch super gerne eure Resultate mal unter dem Hashtag JulianaMatheevsOnMe auf den Social Media Kanälen. Und dann würde ich sagen, ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Video im DIY oder sogar vielleicht nähen. Und ja, bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.